Ist Apfelessig ein Wundermittel? Dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Kurz und knapp erklärt. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass Apfelessig helfen kann, den Blutzuckerspiegel nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit zu senken. Dies könnte besonders für Menschen mit Diabetes von Vorteil sein. Einige Studien zeigen, dass die regelmäßige Einnahme von Apfelessig mit einer leichten Gewichtsabnahme und einer Reduktion von Körperfett verbunden sein kann. Dies könnte mit einem erhöhten Sättigungsgefühl und einer reduzierten Nahrungsaufnahme zusammenhängen. Allerdings sind die Ergebnisse nicht immer eindeutig und weitere Untersuchungen sind erforderlich. Es gibt Hinweise darauf, dass Apfelessig die Blutfettwerte, insbesondere den Cholesterinspiegel, positiv beeinflussen kann. Die Essigsäure im Apfelessig kann die Verdauung unterstützen, indem sie die Produktion von Magensäure anregt. Langzeitwirkungen. Die meisten Studien haben eine relativ kurze Dauer. Langzeitstudien fehlen noch, um definitive Aussagen über die langfristigen Auswirkungen von Apfelessig treffen zu können. Die Wirkung von Apfelessig kann von Person zu Person unterschiedlich sein und hängt von Faktoren wie Alter, Gewicht, Ernährung und allgemeinem Gesundheitszustand ab. Die optimale Dosierung von Apfelessig ist noch nicht eindeutig geklärt. Es gilt, ein paar wichtige Hinweise zu beachten. Apfelessig ist eben keine Wunderwaffe und kein Ersatz für eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung. Vorsicht bei Verdauungsproblemen. Bei bestehenden Magen- oder Darmproblemen sollte Apfelessig vorsichtig eingenommen oder vorher mit einem Arzt abgesprochen werden. Die Säure im Apfelessig kann den Zahnschmelz angreifen. Daher sollte Apfelessig immer verdünnt getrunken werden und die Zähne anschließend gründlich geputzt werden. Zusammenfassend kann also gesagt werden: Die Forschung zum Apfelessig ist vielversprechend, aber es gibt noch viele offene Fragen. Während einige Studien positive Effekte auf den Blutzuckerspiegel, das Gewicht und die Verdauung nahelegen, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um ein umfassenderes Bild zu erhalten. Ich persönlich konsumiere Apfelessig regelmäßig, jedoch nicht täglich. Ich kaufe jedoch nur Bio-Apfelessig. Das ist für mich ganz wichtig. Ich gebe 2 Teelöffel in ein halbes Liter Wasser, lauwarm, und trinke dies vor dem Frühstück. Ich habe seit einigen Jahren Diabetes mellitus Typ 2 und der Langzeitwert meines Blutzuckerspiegels ist unter Kontrolle, ohne Medikamente. Mein Gewicht habe ich deutlich reduziert und mit der Verdauung klappt es hervorragend. Ich achte auf ausgewogene Ernährung und bewege mich viel. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die regelmäßige Einnahme von Apfelessig zu den positiven Auswirkungen beigetragen hat. Wie sieht es bei euch aus?
Habt ihr Erfahrungen mit der Einnahme von Apfelessig gemacht? Und wenn ja, welche? Schreibt es in die Kommentare. Liked den Kanal und abonniert ihn, dann verpasst ihr auch in Zukunft kein weiteres Video mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen.